Google-Suche hat jahrelang Inhalte für jedermann belohnt. KI-Assistenten hingegen honorieren hyperspezifische Antworten. ChatGPT, Google KI-Modus und Microsoft Copilot zitieren primär Inhalte, die systematisch entlang der Customer Journey reale Nutzerfragen beantworten. In dieser Folge zeige ich dir ganz konkret als Checkliste, worauf du bei Inhalten für KI-Assistenten achten musst. Viel Spaß! Bevor wir mit den Inhaltsfaktoren starten, müssen wir uns eine zentrale Frage stellen. Welche Fragen beantworten wir überhaupt mit unseren Inhalten? Worum geht's? Es geht um das systematische Erfassen, Priorisieren und Strukturieren von Fragen deiner Personas entlang deren Kundenreise. Was ist hier zu tun? Und wir gehen hier wirklich ins Detail. Wir brauchen zuerst mal glasklar definiert, und das hast du intern garantiert. Was bieten wir? Für wen? Was ist unser Ideal Customer Profile? Mit welchen Einschränkungen? Und warum sind wir in diesem Kontext die beste Lösung? Das ist so das Fundament, um überhaupt Inhalte zu erstellen und vor allem auch, wenn ich Inhalte erstelle für KI-Assistenten. Aus unserem idealen Kundenprofil erstellen wir speziell für unseren Zweck synthetische Personas. Dazu gibt es einen wirklich tollen Artikel von Kevin Indig, aber ganz kurz zusammengefasst, man hat festgestellt, dass synthetische Personas, Google DeepMind und Bain haben hier Tests durchgeführt, dass mit einem sauberen Datenfundament die synthetischen Personas so gut sind, dass sie zu 85% replizieren können, was echte Teilnehmer der Studie sagen. Und 85% ist ungefähr so, als was du sagst und dann in 2 Wochen wirst du die gleichen Fragen gefragt, dann wäre es 85% Chance, dass es übereinstimmt. Also wirklich crazy gut, und Personas waren immer super teuer und man braucht auch eine bestimmte Art von Personas, damit wir das, was wir im Folgenden besprechen, machen können. Aber zum Glück hier ein Quick and Dirty Custom GPT, den ich für mich gemacht habe. Wir machen das intern mit einem eigenen Workflow. Das ist jetzt also nur ein Custom GPT, den ich verwende, um schnell Tests zu machen. Solltest du den haben wollen, bitte kurz kommentieren, dann teile ich den Custom GPT sehr gerne mit euch. Und wie man sieht, ist das jetzt nicht das klassische Persona mit Demografie, sondern wirklich für unseren Zweck, für die Erstellung von Content, der zitiert werden soll in KI-Assistenten. Jetzt denkst du dir, okay, das klingt grundsätzlich nicht so schlecht, aber woher weiß ich, dass diese Persona realistisch ist und ein gutes Modell für echte Menschen? Und das ist eine sehr gute Frage und du hast absolut recht. Wie können wir diese Personas validieren und auch echte Fragen sammeln, die wir dann in unserem Web-Content beantworten? Und dazu bieten sich an Kundeninterviews, Transkripte von Vertriebsgesprächen, Scraping von Reddit, Quora und Branchenforen, Kommentare aller Art, also auch Website-Kommentare sind oft hammermäßig wertvoll, dann Google Search Console Daten oder, wenn es sowas gibt, bei deinem Geschäftsmodell Support-Tickets. Und damit kannst du sehr gut und sehr schnell Personas sauber validieren und ein realistisches Bild zu bekommen. Natürlich unbedingt Datenschutz beachten. Dann haben wir also unsere validierten Personas und Fragen, die typischerweise stellen, die wollen wir clustern nach Intention. Das heißt, was will der User hier genau erreichen? Will der nur Information oder und so weiter und so weiter. Dann nach Funnelphase, damit wir ja wissen, in welchem Content müssen welche oder auf welchen Seiten müssen welche Fragen beantwortet werden, und logischerweise auch geclustert nach Personas und idealerweise so, dass man das schön managen kann. Und wir definieren zu jeder Frage, was ist hier unsere Antwort und wo beantworten wir das. Und das klingt jetzt sehr kleinteilig, das klingt nach Atomisierung von Inhalten. Und das ist es auch, aber das ist genau, was wir brauchen für KI-Assistenten. Und jetzt springen wir ins Nitty-Gritty, in die Details, wie wir Inhalte so schreiben oder auch nachoptimieren, dass sie bevorzugt zitiert werden. Und hier die Frage, wie formulieren wir Inhalte so, dass sie zitierfähig sind? Nummer 1,
und absoluter Key, Kurzantwort, too lazy, didn't read am Anfang der Seite. Weniger bei Landingpages, aber mehr bei informativen Inhalten. Hier siehst du ein Beispiel, wie das bei uns aussieht. Das brauchen KI-Assistenten, um einfach schnell einzuordnen zu können, was auf dieser Seite passiert, weil, und das kommt noch öfter vor, aber ich will es nicht die ganze Zeit wieder erklären, KI-Assistenten, wenn die einen Webabruf machen, die sehen nicht die ganze Seite, sondern die sehen immer wieder Ausschnitte von der Seite. Das heißt, am Anfang sehen sie nur sowas wie Title Tag und Meta Description, dann können sie das expandieren und dann sehen sie vielleicht nur diesen Teil, aber wenn dieser Teil eine gute Kurzzusammenfassung ist, dann weiß der KI-Assistent, was es sonst auf dieser Seite noch gibt und kann das besser nachträglich nachsehen. Das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber technisch grundsätzlich richtig. Zweitens, jeder Satz muss eine neue, konkrete Information liefern. Und mit neu meine ich jetzt doch nicht, das gibt es nicht im Internet, aber wir wollen einfach eine hohe Informationsdichte erzeugen in unseren Inhalten. Das heißt weniger Geschwurbel, sondern wirklich Information, Information, Information. Beispiel schlecht. Answer Engine Optimization wird immer wichtiger, da sich Suchmaschinen verändern und neue Technologien eine größere Rolle spielen. Sehr inhaltsleer. Besser. Answer Engine Optimization bezeichnet die gezielte Aufbereitung von Inhalten für KI-gestützte Antwortsysteme wie Google KI-Modus oder ChatGPT. Ziel ist es, Inhalte so zu strukturieren, dass sie als direkte Antworten extrahiert und zitiert werden können. Nummer 3. Jeder Absatz muss ohne Kontext zitierbar sein. Das ist jetzt sehr absolut und in der Praxis nicht umsetzbar, aber um nochmal zurückzukommen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, der KI-Assistent sieht nicht die ganze Seite, das heißt, er muss Parts auslesen können und diese Parts müssen in sich dicht sein, kohärent. Beispiel schlecht. Dabei spielt auch die Struktur eine wichtige Rolle, da diese beeinflusst, wie Inhalte verarbeitet werden. Besser, die Struktur eines Inhalts entscheidet darüber, ob er von Answer Engines als Antwort genutzt wird. Klar getrennte Abschnitte, Listen und Tabellen erleichtern die Extraktion einzelner Aussagen. Nummer 4. Behauptungen müssen klar begründet oder, um es übertrieben auszudrücken, bewiesen werden. Beispiel: Answer Engine Optimization sorgt für bessere Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen. Nicht so gut, besser, und das ist jetzt ein Beispiel, das ist nicht die Realität. Studien von Evergreen Media zu AI-Overviews zeigen, dass bevorzugt Inhalte mit klaren Definitionen, Tabellen und belegbaren Aussagen zitiert werden. Oder um das auch auf andere Situationen vielleicht anwenden zu können, statt führend zu schreiben, also führend in dem und dem Bereich, lieber arbeiten mit Fortune 500 Unternehmen an der KI-Transformation. Oder wenn ich ein Shop bin, zusammengefasst 4,8 Sterne basierend auf 5400 Bewertungen bei Trusted Shops. Das meine ich mit Begründung und Beweis. 5. Erst die Aussage, dann die Erklärung. Und die Beispiele sind jetzt zu lang, um dir jetzt einfach vorzulesen, deswegen blenden wir sie einfach ein. Ganz einfach, das ist das, worüber wir schon öfter gesprochen haben, Pyramidenprinzip. Wir wollen eine klare, nicht mehrdeutige Aussage und drunter dann die Erklärung bzw. die Begründung, warum das so ist. Tendenziell wird nämlich dann die Aussage zu einer häufigen Frage zitiert, wenn es eine Frage beantwortet, logischerweise, und die Begründung nur, wenn dann tiefer reingebohrt wird. 6. Vertrauenselemente wie Zertifikate, Siegel oder Preise müssen auch als Text vorliegen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass KI keine Bilder sehen kann. Wir wissen ja, es gibt sehr viele Bildsuchmaschinen mittlerweile. Es gibt sowas wie Google Lens. Aber wenn wir jetzt über KI-Assistenten sprechen, dann sind wir ja tendenziell textbasiert unterwegs. Prinzipiell Siegel auf deiner Webseite als Bild wunderbar, ist für User
die richtige Variante. Wenn man aber so etwas betrachtet wie das ChatGPT, dann kann es eben prinzipiell nur Text sehen. Dementsprechend braucht es das Siegel auch in Textform auf der Seite. Das heißt, wie ich das umsetzen würde, ist, ich erwähne, keine Ahnung, die Norm, die hier wichtig ist, plus ich verlinke dann, wo dieses Zertifikat dann offiziell ist. Das wäre Best Practice, die ideale Option. Das waren jetzt mal so grundlegende Aspekte, wie wir Texte besser für KI-Assistenten aufbereiten können. Jetzt geht es weiter. Wie machen wir Inhalte für Answer Engines lesbar und extrahierbar? Und ich habe das schon etwas vorbereitet. Erstens, der Title Tag muss allein erklären, wozu diese Seite zitiert werden soll. Das ist jetzt nichts Neues. Jeder, der aus dem SEO kommt, sollte das schon so machen. Das Hauptthema oder das primäre Konzept steht am Anfang des Title Tags. Der Anfang ist wichtiger und das Ende ist weniger wichtig und die Marke kommt idealerweise immer zuletzt, außer auf der Startseite. Beispiel schlecht, die fundamentalen Grundlagen von Answer Engine Optimization erklärt versus Answer Engine Optimization, AEO, die Grundlagen Evergreen Media. Optimal, aber das ist prinzipiell SEO Best Practice. Wie gesagt, SEO und Geo sind auch keine Gegensätze, sondern Geo baut auf gute SEO auf. Zweitens, und das ist jetzt wirklich ein Gamechanger oder anders wie im klassischen SEO, die Meta-Description soll nicht klickstark sein, sondern zusammenfassen. In 1-2 Sätzen wollen wir die Seite dahinter zusammenfassen, statt einem Teaser, wie man es früher gemacht hätte. Und wenn man wirklich smart ist, für wen das relevant ist, mit reinbringen. Zuerst das schlechte Beispiel. Alles, was Sie über Answer Engine Optimization wissen müssen, verständlich erklärt und praxisnah aufbereitet. Ist eine klassische Meta-Description, die auch gar nicht schlecht ist. Besser für KI-Assistenten. Answer Engine Optimization beschreibt die Aufbereitung von Inhalten für KI-Antwortsysteme, Prinzipien und Bedeutung für Content- und SEO-Manager. Und wie man hier schon sieht, wir wollen zusammenfassen, damit, wenn unsere URL abgerufen wird und in der ersten Instanz nur der erste Snippet gezeigt wird, damit der KI-Assistent schon weiß, okay, das ist dann, was auf der Seite ist, was ich dann zusätzlich in Slices abrufen kann. Drittens, Klassiker sollte auch jeder SEO schon richtig machen. Die Seite soll zerlegbar sein. Was sind hier Grundregeln, die aber auch im SEO regeln? Das heißt, diesen Punkt kannst du gerne skippen, wenn du alles schon über SEO weißt, aber ist trotzdem sehr, sehr wichtig im Kontext von KI-Assistenten. Wir wollen eine H1 pro Seite, ist das Hauptthema. H2 sind Hauptabschnitte oder Teilfragen. H3 sind Unterpunkte. Ideales Setup. Für Merkmale oder Kriterien verwenden wir eine Unordered List. Für Schritte, wo die Reihenfolge wichtig ist, verwenden wir eine Ordered List. Und für Vergleiche, die KI lieben über alles, verwenden wir eine Tabelle, Kriterien als Spalten, Optionen als Zeilen. Und damit ist schon die Überleitung zu Punkt Nummer 4. FAQs und Vergleiche sind als Format zum aktuellen Zeitpunkt bei allen generativen Engines unvorstellbar beliebt. Sie haben eine richtige Schwäche für FAQ-Formate und Vergleiche. Das heißt, FAQs an sich, das klassische Format, das du am Ende von der Seite FAQs hast, ist super. Man kann es natürlich auch noch weiter treiben, wenn das Content-Format es anbietet, dass man wirklich hat, die Frage ist die H2 und die Antwort darunter ist der erste Absatz. Wäre auch FAQ, funktioniert unvorstellbar gut. Und Vergleiche, wir wissen es ja schon aus Tabellen, aber auch, was jetzt gerade die ganzen Spammer machen, ist, sie publizieren bei irgendwelchen Zeitungen irgendwelche Vergleiche, die rechtlich sehr, 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 sehr gefährlich sind, aber ganz ehrlich, funktioniert aktuell extrem gut. Deswegen hat ja auch Google vor
ich glaube, vor 10 Tagen ein Update ausgerollt, das Listicles entwertet oder weniger wertvoll macht und Blogs wieder höher gewichtet, ja? Und ich weiß, das ist ein Gamechanger. Blogs werden wieder höher gewichtet und werden wieder viel häufiger zitiert als früher. Da gibt es eine ganz spannende Statistik dazu von Profound. So, Nummer 5. Es soll glasklar sein, dass Inhalte aktuell sind. Wir haben dazu sogar ein eigenes Video mal gemacht, weil das so ein extremer Gamechanger ist. Aber Freshness ist ja die größte Schwäche von KI-Assistenten, weil sie nun mal nicht sehr fresh sind. Und deswegen lieben sie aktuelle Inhalte, aber sie müssen auch wissen, dass die Inhalte aktuell sind. Was sind hier Regeln oder Herangehensweise? Am allerbesten platzieren wir direkt unter der H1 etwas wie zuletzt aktualisiert und Datum. Zusätzlich hinterlegen wir das natürlich in Schema Markup mit der Date Modified Property. Also wir haben Date Published und Date Modified. Worauf man aufpassen muss, falls du jetzt denkst, haha, da kann ich Schabernack treiben. Idealerweise aktualisierst du das Date Modified nur bei echten Updates. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, habe ich noch nicht gesehen, dass das irgendwie negative Effekte hat, wenn man es öfter updatet. Aber ich habe nichts gesagt, ich bin nicht schuld. Und jetzt noch zum Abschluss, weil es nirgends wirklich reingepasst hat, aber einfach ein wertvoller Goldnugget ist. Was ist aktuell einer der Quick Wins für Inhalte bei KI-Assistenten? Und das ist ganz klar, mache Videos und nutze die Transkripte für Content. ChatGPT, Google KI-Modus, AI-Overviews, Gemini, sie alle lieben YouTube als Quelle. Dementsprechend solltest du, egal was für ein Unternehmen du bist, Videos passend für eure Zielgruppen produzieren, wo du genau diese Nutzerfragen spezifisch beantwortest. Und wenn du dir jetzt denkst, boah, ist super viel Aufwand und so weiter, ja, es ist super viel Aufwand, aber du kannst es auch für andere Zwecke wie Website-Content nutzen. Das Allereinfachste, es gibt auch coole Tools, aber das Allereinfachste ist, du machst das Video, lädst es bei YouTube hoch, dann wird automatisch ein Transkript generiert. Du holst dir dieses Transkript, besserst es aus, weil du irgendwelche Dinge missverstanden hast oder weil du aus Tirol kommst und nicht Hochdeutsch sprichst, dann erstellst du eine Seite mit dem Video oben und darunter schön das formatierte Transkript. Idealerweise hast du jetzt 2 Quellen, die performen können. Was du etwas im Blick haben solltest, ist, wenn du plötzlich siehst, dass dieser Website-Content nicht indexiert wird, dann musst du vielleicht noch etwas den Content auf deiner Webseite anpassen, damit es nicht so ähnlich ist. Aber, und das ist jetzt das Beispiel hier, wo wir diesen Beitrag haben über SEO-Geo-Kosten, haben wir eigentlich 1:1 das Transkript übernommen und das YouTube-Video wird als Quelle verwendet, aber auch die Seite auf unserer Webseite wird genutzt. Eine Sache, die ich unbedingt möchte, dass du sie aus dieser Folge mitnimmst, weil es ist einfach, diesen Sprung haben viele noch nicht geschafft und das ist der Sprung, wenn man in KI-Antworten aufscheinen will. Es ist nicht länger nötig, diesen oberflächlichen, allgemeinen Content für irgendwelche Keywords zu generieren. Wir wollen wirklich ganz gezielt reale Schmerzpunkte, Fragen und Einwände unserer spezifischen Zielgruppe beantworten und idealerweise sogar noch Informationen bereitstellen, die sonst nirgends in dieser Form zur Verfügung stehen. Und das können auch Meinungen sein. Das müssen nicht immer Daten sein. Daten sind cool, aber auch klare Meinungen sind super für Branding, aber auch für KI-Assistenten. Klar muss dir sein hinsichtlich Inhaltserstellung, alles geht in Richtung Hyperpersonalisierung. Das heißt, die Zukunft wird sein, wir generieren ganz zu allem Personas, weil es einfach geht mit synthetischen Personas und generieren darauf basierend mit Human in the Loop passende Inhalte, um die Schmerzpunkte dieser Zielgruppen zu beantworten. Am Ende kommt es dann natürlich auf deine Datengrundlage an. Das können Experten sein, die diese Insights haben. Ich würde nicht
ChatGPT als Datengrundlage verwenden, aber du weißt, was ich meine. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.